wem würdest du denn empfehlen, mit uns zusammenzuarbeiten? Allen. So, hallo, willkommen zu dieser Case Study von CleverUp. Wir sprechen heute mit Heidi Ott von Elita. Wir arbeiten schon seit mehreren Monaten zusammen und werden heute ein wenig darüber sprechen. Willkommen, Heidi. Hallo, Dennis. Heidi, lass uns direkt loslegen. Vielleicht magst du ein bisschen dazu erzählen, was Elita macht. Ja, gerne. Wir sind eine Personalberatung in der Schweiz, wie man wahrscheinlich hört, und unterstützen Kunden und Kandidaten im Rekrutierungsprozess, so dass unsere Kunden die richtigen Kandidaten in einer nützlichen Frist dann auch finden. Und wir tun dies im Temporär- und im Dauerstellenbereich, vor allem hier regional rund um den Zürichsee. Mhm. Wunderbar. Und was euren Vertriebsprozess angeht, was würdest du sagen, wie der vor ein paar Monaten aussah, bevor wir zusammengearbeitet haben und was denn eventuell auch die größten Herausforderungen waren? Mhm. Ja, der Prozess sah so aus, dass unsere Personalberater, die hatten Ziele, bei denen sie Ziele und entsprechende Aufgaben, Leads zu generieren. Ist aber nicht immer ganz einfach, weil im Tagesgeschäft ist es dann halt so, dass anderes wichtiger oder dringender erscheint, so dass das immer so ein bisschen oder gerne nach hinten verschoben wird, Mhm. weil es sind nicht Verkäufer in diesem Sinn. Sie sind nicht im Vertrieb, sie sind Berater, aber es ist halt doch ein Teil der Aufgabe des Jobs, den sie zu machen haben. Aber durch das ist es halt wirklich schwierig und nicht ein so richtig strukturierter Prozess, wie man das Mhm. hätte. Mhm. Okay, verstehe. Was war denn in dem Fall der Kerngrund, warum ihr euch entschieden habt, mit uns zusammenzuarbeiten? Bei uns war es wirklich so, dass die Stärken von Clever Apps sind eigentlich unsere Schwächen. Die Kundenansprachen, die Kaltakquise, das ist immer ein Teil, den die Berater auch nicht am liebsten machen. Es hat ja immer auch so ein bisschen was mit, ja, vielleicht Abweisung zu tun oder man muss Mhm. mit diesen Neins umgehen können. Und von daher ist es wirklich so, dass das ein bisschen unsere Schwäche ist. Und wir haben dann nach einem Mhm. Partner gesucht, der uns da unterstützen kann. Und der Clever App hat sich als perfekter Partner erwiesen. Weil für einen reinen Vertriebler einzustellen, sind wir dann halt doch zu klein. Mhm. Hast du schön gesagt, freut mich, dass wir uns so gut ergänzen. Ähm, Wenn du jetzt an die letzten Monate zurückdenkst und ganz konkret an die Kampagnen, die wir gemeinsam gemacht haben, welche konkreten Resultate konntet ihr denn dadurch generieren? Also wir haben ca. 500 Kunden angeschrieben, daraus haben sich 7 Kundenbesuche vor Ort ergeben, 3 Calls, die wir dann am Telefon hatten, die waren nicht ganz so intensiv natürlich wie vor Ort. Vor Ort ist für uns immer das Beste, auch Mhm. wir halt so nahe auch sind. Daraus haben sich dann tatsächlich 4 Neukunden Mhm. konnten wir gewinnen. Und 2 sind im Moment noch in der Pipeline, da sind wir dran, sind noch keine Kunden, weil noch kein Umsatz entstanden ist, sieht aber sehr gut aus. Hey, Ähm, das ja, hört sich ja gut an. Gute Dinge brauchen Zeit, von daher immer schön dranbleiben. das ist so. Und es sind auch jetzt noch Rückmeldungen, die kommen oder Kunden, die anrufen, die sagen, wir hatten doch diesen Mailkontakt und wir sitzen jetzt aus, jetzt haben wir Bedarf. Und ich glaube, das kann auch noch ein paar Monate so weitergehen, dass halt die Kunden erst dann reagieren, wenn sie effektiv Bedarf haben. Das temporäre Geschäft ist sehr, sehr kurzfristig und auch die Kunden können das in diesem Sinne nicht planen. Aber wenn die unsere Kontaktdaten tatsächlich aufbewahrt haben, ist das Ziel erreicht. Mhm. Cool. Und jetzt hast du ja davon gesprochen, dass das ein Prozess war, dem sich eure Berater so ein Stück weit gewidmet haben oder sie haben sich versucht, dem zu widmen, weil sie ja gleichzeitig auch noch das Kerngeschäft hatten, immer noch haben, auf das sie sich fokussieren müssen. Was Mhm. glaubst du denn, was an Aufwand nötig gewesen wäre, um dieselben Resultate ohne uns zu erzeugen? Das ist eine sehr schwierige Frage. Es ist tatsächlich so, wenn ich mir das überlege, dass wir so viele Neukunden gewinnen können und das selber bewältigen würden, ich hätte es gesagt, das braucht wahrscheinlich irgendwie ein Jahr Zeit, bis wir Mhm. da wären, weil wir halt immer dieses Tagesgeschäft noch nebenbei haben.
Mhm. Von daher eine ganz, ganz tolle Geschichte, weil wir halt so einen gewissen Teil auslagern konnten oder anders gesagt uns Manpower reinholen konnten. Mhm. Cool, 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 cool. Das hört sich auch gut an. Vielleicht noch mal 'ne letzte Frage für alle, die das Video gerade anschauen. Wem würdest du denn empfehlen, mit uns zusammenzuarbeiten? Allen? Hey. Nein, ich denke, es sind vor allem Firmen, die selber vielleicht nicht so eine starke Vertriebsstruktur haben oder halt Mhm. eben Firmen, die auch nicht so groß sind wie wir, die sich keinen Vollzeitvertriebler leisten können, oder halt auch Startups, um da wirklich Awareness zu bekommen. Mhm. Aber eigentlich am Schluss vom Tag jedem. Das hört sich ja gut an. Ich meine, sehe ich ähnlich am Ende des Tages, solange Vertrieb eine Herausforderung ist, beziehungsweise dieser erste Schritt im Vertrieb, können wir oftmals helfen, wenn die Voraussetzungen gegeben sind, was dann auch nicht immer der Fall ist, aber oftmals denkt man ja, dass eine Branche etwas anders ist als die andere, und andersrum. Und jetzt seid ihr in der Personalberatung unterwegs, ihr macht Festanstellungen, ihr macht Temporärpersonal oder Zeitarbeit. Wie seht ihr denn die Umsetzbarkeit von dem Ansatz für andere Personalberater? Ja, sehr, sehr gut. Es ist, man kriegt wirklich die Aufmerksamkeit beim Kunden. Ist jetzt sicherlich so, dass es bei uns, wir können nicht, halt aber auch weil wir regional tätig sind, wir können die Kunden nicht alle 3, 4 Monate wieder anschreiben. Das geht dann mehr auf die Nerven, als dass es etwas bringt. Aber wenn man sich das halt auch weiter überlegt, was da noch möglich ist, gibt es sicherlich Möglichkeiten. Mhm. Aber wenn man jetzt zum Beispiel ein Produkt hat, das oder jede quartalsweise ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung, dann macht es absolut Sinn, das wirklich fortlaufend durchzuziehen. Mhm. Wunderbar, ja, das hört sich ja gut an. Das hängt dann natürlich auch immer ein Stück weit vom Zielmarkt ab, wie groß der Mhm. ist, was der für eine Struktur hat. Und damit kann man das dann auch sozusagen auf die Zeitachse legen und vorausplanen. Aber ohne da zu sehr ins Detail zu gehen, Heidi, danke für deinen Input, danke für die Details. Ich hoffe, das hilft dem einen oder anderen, der das Video bis zum Ende angeschaut hat. Von daher auf eine gute weitere Zusammenarbeit und wir sehen uns im nächsten Jahr. Sehr gerne. Vielen Dank, Dennis. Danke dir, Heidi. Mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss.